Mein erster Overnighter. So, I'm here. Biwakplatz Zerborn. Wo stelle ich denn jetzt mein Zelt hin? Schauen wir mal. Hallo ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Forststeig und wollte noch mal einen kurzen Clip aufnehmen, weil ich nämlich gestern meine erste Nacht alleine im Wald geschlafen habe. Gestern bin ich hier auf den Biwakplatz Zerborn angekommen. Der ist sehr, sehr naturnah. Hier ist nichts, hier ist wirklich nur die Campingtoilette. So im Wald gelegen und dann stehen hier noch 2 Tische. Und ja, hier war ich dann jetzt dieses Mal ganz alleine und ja, also ich habe ja jetzt schon oft gezeltet und habe jetzt die beiden Nächte vorher auch auf diesen Biwakplätzen geschlafen, aber da waren dann immer noch Mitwanderer. Gestern war es dann halt alleine. Ich muss sagen, so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hatte ich dann doch schon vorher, aber ich dachte mir, das ist ja wirklich eine Kopfsache, weil ich habe ja jetzt die Nächte davor auch schon im Zelt geschlafen alleine. Und ob da jetzt neben mir auch noch ein Zelt steht, ist ja dann fast egal. Ich habe dann versucht, diese Gedanken so ein bisschen von mir wegzuschieben, habe aber trotz alledem mein Garmin hier an der Ecke gehabt, meiner Schwester dann auch nochmal geschrieben, dass ich jetzt hier alleine bin, aber dass alles okay ist. Ja, als ich dann ins Bett gegangen bin, hat auf jeden Fall einmal ein Tier hier hinten in der Ecke geschnüffelt. Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein Fuchs oder so. Hat mich dann einmal kurz nervös gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau, dann bin ich ins Bett, habe Hörbuch noch gehört, aber nur mit einem Ohr, weil ich mit dem anderen Ohr halt hören wollte, was so passiert. Ganz ohne Hörbuch einschlafen ging aber nicht. Ja, aber ich wurde auch immer, also ich wurde oft wach, tatsächlich. Ja, so ab 4, 5 Uhr haben dann auch angefangen, die Vögel wieder zu zwitschern. Der Uhu hat ein bisschen Lärm gemacht. Also ein bisschen schöner Lärm. Ich finde das ja ganz schön. Ja, aber wie gesagt, also abgesehen davon, dass ich halt öfter mal wach wurde, habe ich gut geschlafen. Ich lebe noch. Ja, nein, also ich glaube, dieses alleine Wildzelten oder alleine im Wald schlafen ist wirklich echt eine Kopfsache. Weil hier ist ja wirklich niemand, man ist die ganze Zeit alleine. Aber klar, auf der anderen Seite, dieses Alleine sein macht auch ein bisschen Angst. Ich kann das voll verstehen. Ich hatte auch schon mal so eine Situation, wo ich wo ich schon mal wild zelten wollte, beziehungsweise alleine auf so einem Platz zelten wollte. Und dann habe ich Panik bekommen und bin nach Hause. Das war auf Teneriffa. Aber ja, es hat ganz gut geklappt. Da muss ich wirklich einfach, glaube ich, sagen, dass ja hier echt, also hier ist ja niemand. Hier kann nichts passieren. Der Fuchs, der wird einen schon nicht auffressen. Ja, ich hatte auch vorgestern einen der Hüttenwärter getroffen und der hat auch gesagt, in 6 Jahren hier Forststeig ist ja auch noch nie was passiert. Das hat mich natürlich auch beruhigt. Genau, und im Normalfall, wenn ich jetzt wild zelten wollen würde, dann würde ich natürlich mein Zelt aber auch viel später abbauen und ein bisschen früher wieder abbauen, sodass man ja weniger gesehen wird. Hier war das jetzt egal. Dementsprechend hatte ich da aber auch noch so ein bisschen so den Gedanken, dass ich hier so ein bisschen wie auf dem Präsentierteller wohne. Aber ich glaube, ich habe hier ganz gut versteckt mein Zelt in so einer kleinen Nische aufgebaut. Also wenn man hier auf dem Platz steht, sieht man mein Zelt ganz gut, aber von weiter unten, wo so ein Weg lang läuft, nicht. Und ja, mein Zelt ist ja klein und auch in so einem hellen Grün. Da wäre mein MSA Habba ein bisschen auffälliger gewesen. Und ja, ich mache mir jetzt einen Kaffee.
Ja, und dann zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal, wie ich hier so draußen stehe. Ja, so stand ich jetzt hier, mitten zwischen diesen schönen Steinen im Wald, ganz viele Vögel um mich herum. Ja, ja, hier eine kleine Baustelle. Da nur diese Picknick-Ecke. Um mich herum ein Wald. Und hier war ich ganz alleine. First Overnighter. Und wie das dazu kam, ich bin ja gerade auf dem Forststeig unterwegs und schlafe auf so Biwakplätzen. Und ja, in den letzten Nächten war immer jemand dabei. Aber gestern war ich ganz alleine, was ich eigentlich aber auch ganz cool fand, weil ich es dann jetzt echt endlich mal machen musste und testen konnte, wie das so ist, alleine im Wald zu schlafen. Und ja, es war wie gesagt jetzt kein Wildzelten, weil das hier legal ist. Man kauft vorher Tracking-Tickets, die kosten 10 Euro. Und die wirft man dann hier oben in so einen Briefkasten, damit der Hüttenwart weiß, dass Leute an dem Tag hier waren. Und ja, aber ansonsten ist man sehr naturnah. Man ist komplett autark. Mein Wasser hole ich da vorne gleich am Fluss. Ja, hier ist auch kein Empfang. Daher würde ich sagen, erste Nacht im Wald alleine erledigt.